Jetzt wird's lustig, Leute. Alter, was geht jetzt ab? Man sitzt zu Recht schon im Sarg, weil man hat jetzt nicht mehr viel vom Leben, wenn man das Ding hier fährt. Wir sind angekommen bei Niagara Amusement Park and Splash World. Ja, das war jetzt nix. Wenn ich nicht so viel Eintritt gezahlt hätte, wäre ich mir nicht sicher, ob das ein Lost Place ist. Was die hier für ein Problem haben, warum die das kaufen, aber nicht aufbauen. Was ist das denn hier für ein Park? Boah, ist das ein Lost Place? Ist das gruselig, ey. Und schade. Dazu dann noch die Wasserfälle, der Wind. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das haben wir nicht eingeplant. Wenn ich das richtig gelesen, verstanden und wiedergegeben habe. Oder das ist alles kompletter Murks und falsch. Das weiß man wieder nicht. Willkommen bei Rap Review. Mahlzeit, willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind, wenn kein Platz ist, aber alles riesig ist, in den USA. Haben gerade das 0815 Standard US und A Frühstück reingefahren. Das steht für untoastbare Toasts, sägliche warme Speisen und abartige Cereals. Bestimmt. Was it our Made in the USA Rooms? Finde ich auch spannend beim La Fallette da. Ich komme mal zu euch. Wir haben ein paar Stopps heute für euch vorbereitet. Einige Achterbahnen, verschiedenste Sachen, verschiedenste Länder. Wir fahren von New York jetzt weiter durch New York. Wir wechseln gar nicht den Bundesstaat, aber wir wechseln das Land heute noch. Und gestern gab es auch Frühstück, aber ohne dieses warme Zeug. Also was die hier irgendwie als Rührei definieren und irgendwas anderes Fettiges. Ah, das ist der Cooler mit oder ohne Loch, man weiß es nicht. Nee, das sieht aus wie eine Hundetasche. Ich wurde gerade im Aufzug vorgequatscht, weil ich Eis geholt habe für unseren Cooler. Das ist hier auf dem Second Floor. Wir haben natürlich auf dem First Floor übernachtet. Haben wir schon erwähnt, USA fängt bei 1 an. Es gibt kein E. 1, 2, 3, nicht E, 1, 2, 3. Also irgendwo ist das ja auch sinnvoller, dass das erste 1 ist. Und es gibt auch Keller, das ist jetzt nicht das Ding, ne? Genau, wir sind jetzt hier in Jamestown und wir verlassen jetzt als Virginia Company natürlich Jamestown. Wir nehmen Pocahontas mit und fahren zu Niagara Amusement Park, Amusement and Water Park. Ich glaube, so rum ist das richtig. Oder ja, Water and Amusement Park. Splashing haben die auch noch da drin, glaube ich. Wild Splashing, Amusement Park. Water Splashing, Amusement, Wild Splashing Niagaras. Ja, das ist an den Niagara-Fällen. Vielleicht sehen wir die heute noch mal. Machst du denn die Tür auf, wenn du losfährst? Ich habe gerade gesagt, ich ziehe mir jetzt den Zipper an, falls wir jetzt fahren, mit offenen Türen fahren. Ja. Ich stelle mir das einmal bildlich vor, wie wir einfach nirgendwo durchpassen. Geht, also. Und alles hinten rausfliegt. Wie der Cola-Karton. Das war lustig. Das gab es theoretisch im Video auch zu sehen. Du musst immer umstellen von iPhone und von CarPlay auf Audio, damit dann irgendwas hier Audio off, klar. Das mit, übrigens, gestern kam die Meldung. Herzlichen Glückwunsch an Feine Sahne Fischfilet für die 1 in den Charts. Ich weiß, das wird wahrscheinlich keiner von denen hier sehen, aber ich habe es mal gesagt. Wir fahren 1 Stunde 40. Okay, wir fahren 1 Stunde.
angekommen bei Niagara Amusement Park and Splash World und müssen gleich mal über den Parkplatz laufen, wenn wir hier durch sind. Die haben eigentlich jetzt auch auf, das sieht nicht so aus. Einige Attraktionen haben auch nicht auf, aber zum Glück für uns theoretisch nichts Relevantes. Tickets haben wir vorher online gekauft. Was haben die nochmal gekostet? 38,45. Statt? Weiß ich nicht genau. Da stand irgendwas von Gate Press immer plus $40, aber das macht ja keinen Sinn, wenn das... Naja. Egal. Jo, wir sind drin. Ich weiß nicht, ob die gemerkt haben, dass die schon aufhaben. Also im Scrambler sitzen Leute, die gerade gefahren sind. Und es stehen ein paar Autos vor der Tür, aber irgendwie sonst... Gucken wir mal. Pipi-Klo haben wir jetzt auch irgendwie noch nicht gefunden. Das haben wir auf dem Plan gesehen, aber das macht keinen Sinn. Kurz Jolt waschen. Aber der Scrambler, das sieht ganz cool aus mit dem Holzzaun drumherum mal. Irgendwie ein bisschen hübscher gemacht. Auch hier mit dem See. Also angelegt ist der Park auf jeden Fall schon mal ganz hübsch. Nicht schlecht. Mit Westernstadt gönnen sie hier natürlich. Da ist auch schon unser Woody oder auch wieder. Also eigentlich sind alles Hybrid-Achterbahnen. Die haben alle diese Stahlstützen mit dem Holztrack oben drauf. Aber vorher brauchen wir ein Pipi-Klo. Hier haben wir eine Geisterbahn, die quietscht hier vor sich hin. Aber sieht irgendwie cool aus. Tilt the Whirl haben sie hier noch. Dann wieder so ein Flyer, Berg- und Talbahn. Also ist eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob das eine Huss-Frisbee ist, das Ding da, wo man viel zu sehr drunter gucken kann, gefühlt. Das ist Huss. Jetzt weiß ich auch, warum das so nackt untenrum aussieht. Es fehlt die Station. Die wird gerade noch aus Holz hier irgendwie zugekloppt. Das erklärt einiges. Das ist gerade hier noch im Aufbau. Den haben sie wahrscheinlich dann auch gekauft, den Huss Frisbee. Die Huss Frisbee. Kann kein Deutsch mehr. Okay, schauen wir mal, ob wir dann jetzt schon Holzachterbahn fahren können oder nicht. Bei sowas habe ich immer, so Parks, die dann auch so tot sind morgens, habe ich immer Angst, dass die sagen, nee, da fangen wir erst um 14 Uhr mit an oder so. Das würde nicht gut sein für uns, weil wir halt noch ein paar mehr Stopps heute eingeplant haben. Ja, die sind bei der Holzachterbahn noch bei der Morgenroutine. Wie lange das dauert, wissen sie auch nicht. Wenn die Kette weg ist und ihr uns oben in der Station seht, dann haben wir auf. Ja, eben habe ich euch in der Station gesehen, nur die Kette von Weitem noch nicht. Aber das ohne, also das, so offen hier, die Frisbee, das habe ich noch nie gesehen. Weil du guckst ja auf alles. Ich kann auch Maintenance machen, ja. Machen wir einfach mal die Geisterbahn, oder? Weil die ist auf, das habe ich schon noch gesehen. Ja, das war jetzt nichts. Das Layout ist mega gut und mal ganz anders und du bist super lang unterwegs, super viel Strecke, schön verwinkelt, nicht dieses Hin und Her, so hoch, runter, da mal lang, mit Potenzial für riesige Szenen und für kleine Szenen und Ecken, wo man nicht erwartet, dass da was ist. Ja, das, was da ist, ist wreck oder kaputt. Ach, schade, ey. Hat Potenzial. Aber hat man auch seit 30 Jahren, glaube ich, nichts mehr dran gemerkt. Nee. So. Es gibt hier noch einen Cyclone, der steht da hinten. Haben wir jetzt auch noch nicht fahren sehen, geschweige denn gehört oder sonstiges. Da gehen wir jetzt mal gucken, vielleicht können wir die Achterbahn ja fahren. Machen wir so lange alles andere, bis der Woody aufmacht. Was ist denn alles andere? Ja, alles andere, was hier steht. Wir machen jetzt hier das große Flatride-Programm und ich glaube nicht. Das ist ein ganz komischer Park, ne? Also Potenzial ohne Ende, aber irgendwie vergessen worden. Ja, voll. Also ich bin mir auch nicht... Von den Gästen.
guck mal, der Holz, wie das ab... Ich weiß nicht, also wenn ich nicht so viel Eintritt gezahlt hätte, wäre ich mir nicht sicher, ob das ein Lost Place ist. Auch, es sind ja auch Leute von einfach an den Scannern vorbeigelaufen und reingelaufen. Ja. Und dann steht auf den Tickets, man muss die bitte an der Mainkasse umtauschen in irgendwas anderes. Dann sind wir da hingegangen und er guckt uns an, was sind das, Seasonpässe? Nee, ist ein Tagesticket für heute. Ja, dann musst du vorne scannen. Dann schreibt das doch mal richtig drauf. Was ist das denn für eine geile Show-Arena? Geil, ne? Das ist auch traurig eigentlich, der Tilt-A-Whirl. Und das ist noch trauriger. Aber da hinten, da liegt auch so viel Zeug, was man gerade nicht definiert. Ja. Hä? Was ist das hier? Also übrigens, die Achterbahn fährt. Da sind auch noch mal 2 andere Leute, was auch schon mal ganz gut ist, weil ich gestern in der Story gesehen habe, dass wohl nur mit 4 Leuten das Ding fährt. Was ich auch schwierig finde. Du musst den ganzen Park zusammen trommeln, um die Bahn zu fahren, oder was? Ja, ich glaube, den Condor, der hier stehen soll, den habe ich gefunden. Ja. Deswegen habe ich ihn auch nirgendwo rausragen sehen. Ja, also hier bei Coasterpedia steht halt, dass die von irgendwo anders herkommen, die Geschäfte. Ja, aber der ist ja noch auf dem Weg. Der liegt hier in Einzelteilen rum, der Condor. Ex-Flying Falcon at Hershey Park. Ja, aber also hier liegt ein Condor in Teilen. Alter, was für ein massives Teil das Top-Teil dann ist. Wahnsinn. Ja, da hinten sind die Gondeln untergestellt. Hier sind die Autos. Ja, Oldtimer gibt es hier noch. Hier im Park rum, Leute. Also ich glaube, wir müssen euch mal kurz abholen. Wir sind die Bahn gefahren, Standard, solide, hat Spaß gemacht. Kamen gerade 2 Leute, die noch fahren wollten, Glück gehabt. Wir gehen jetzt mal zum Woody, aber hier liegt ja nicht nur der Hus Condor, wir gehen ja gleich noch am Parkplatz. Mal gucken, was wir so finden können, weil ich hat gerade mal nachguckt, was alles hier hinkommen soll. Also hier sind mehrere Sachen, die sind in Storage seit 2021. Zum Beispiel Montezuma's Revenge vom Aventur im Park Hellendorn, Host Spin. Host-Spin? Host-Top-Spin, Mann! Oder ein Troika aus dem Bonbonland. Oder Hustschiffschaukel aus Chessington. Und seit 24 ist hier der Condor in Storage. Ja, weiß ich nicht, was die hier für ein Problem haben. Warum die alles kaufen, aber nicht aufbauen. Ist ja eigentlich jetzt genug Platz. Schön, dass hier noch steht Area Closed. Also das ist doch der Rabe von Indiana Beach, oder? Ja. Witzigerweise konnte man in Indiana Beach Schilder kaufen, alte. Also jetzt jeder. Oh nee, stell dir das mal vor. Das wäre ja ultra lustig. Aber er hat gleich 2 gekauft. Ja, aber also man muss ja schon ein bisschen irgendwie jetzt mal was machen langsam. Und dann haben die so einen großen Woody hier. Hä? Ja, aber dann haben sie auch so viele Operator hier. Ja. Und es ist ja, denke ich mal, absehbar, dass hier Ja. nicht so viel los ist. Weiß ich jetzt nicht, aber... Aber ich würde ja vielleicht mal auch gerne wissen, wo das Riesenrad... Also von Martins Fantasy Island kommt das Riesenrad, da steht da noch drauf. Ich würde das abmachen, so rum meine ich das. Ich weiß doch nicht, ich möchte hier auch nichts fahren. Das wächst alles durch. Das auf? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob das aufhat oder nicht. Das ist ja das nächste Problem. Du erkennst ja auch nicht, ob hier was aufhat oder nicht. Nee, ist abgesperrt noch. Hä? Was ist das denn hier für ein Park? So, also ich habe jetzt gerade mal geguckt.
weil das hier alles so komisch ist. Die Gruppe, der Park hier gehört, die heißen IB and Entertainment, glaube ich zumindest, ich habe es gerade weggemacht. IB Parks and Entertainment. Und die haben Indiana Beach 2020 auch gekauft. Deswegen heißen die IB, also Indiana Beach Parks and Entertainment. Ich weiß nicht, warum die sich da so genannt haben. Und die haben den Park 2020 gekauft, also Indiana Beach, nachdem der fast sogar geschlossen hätte. Wahrscheinlich wegen Corona, denke ich mal. Und der Park wurde dann sukzessive wieder eröffnet mit Hilfe der Gruppe. Und 2021 haben die noch den Clementon Park gekauft. Und im Juni 2021 haben die hier den Park übernommen. Da hieß der noch Fantasy Island. Der hieß früher mal Martins Fantasy Island, weswegen auch das Riesenrad so beschriftet ist. Genau, 2021 bis 2022 haben sie dann den Park umbenannt in Niagara Amusement Park and Splash World. Und genau, und jetzt ist das hier irgendwie alles so ein bisschen im Wandel. So verstehe ich das auf jeden Fall. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht so genau, warum die hier so viel kaufen und so wenig aufbauen. Aber die Schiffschaukel, die hier steht, von Chance Ride zum Beispiel, die hat erst 2024 aufgemacht. Seit 2021 liegt da aber eine von Huss irgendwo rum hier. Also den Sinn verstehe ich nicht. Aber vielleicht hatten sie die ja auch schon viel länger eingeladen, deswegen haben sie mit der angefangen. Ich weiß es nicht. Ja, wir sitzen jetzt hier vor der Holzachterbahn und warten, dass sie aufmacht. Und gehen dann in den Rest des Parks, weil theoretisch ist auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen was, aber keine Achterbahn. Aber wird uns jetzt wahrscheinlich auch nichts kicken, aber wir schauen uns das natürlich trotzdem mal an. Es ist auf jeden Fall irgendwie sehr bedrückend hier und es tut einem auch ein bisschen leid für die Operator und so, die hier halt stehen und einfach hoffen, dass irgendwann jemand zum Geschäft kommt. Naja. Das, was man fahren will, läuft ja wieder nicht. Und der Operator, der mit hier vor der Tür steht, der hat jetzt gerade erstmal 2 Akkus geholt für irgendwie einen Akkuschrauber oder sonst was. Man hört jetzt auch das, was passiert. Und man hört Werkzeug klackern. Ich weiß nicht, was hier die Morgenroutine ist, wenn man dann mit leeren oder nicht vorhandenen Akkus hier hinkommt. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, es gibt es wirklich wieder nicht. Es ist wie gestern. Dir fehlt dann eine Bahn in dem Park noch und du möchtest weiter und es läuft nicht. Also die Bahn vorgestern den ganzen Tag und jetzt ist hier morgens, geht's nicht. Die basteln da irgendwie um, das ist auch keine Morgenroutine mehr. Wenn die da irgendwie Werkzeug brauchen und du hörst die ganze Zeit irgendwas klackern und plackern. Aber die sind wenigstens mit mehreren Leuten dran, irgendwie was zu machen, aber das gibt's doch einfach nicht. Das ist wirklich unsäglich wieder. Jo, wir sitzen schon weit über eine halbe Stunde hier und die haben den Zug mal aus der Station rausgefahren und vorm Lift geparkt. Und fummeln die ganze Zeit immer noch am Wagen rum. Hier ist auch so ein Polyp in klein, habe ich es auch noch nicht gesehen, spannend. Aber der selbstgezimmerte Zaun hier drum, auch irgendwie interessant. Aber auch das Ding ist zu. Ne? Also hier fährt eigentlich nur der Scrambler und die Schiffschaukel, Geisterbahn und andere Coaster. Es tut sich immer noch nichts. Wir gucken uns mal den anderen Parkteil an. Begeisterung. Muss das jetzt so zum Ende der Tour hin wirklich nochmal so richtig schleppen werden, ey. Das ist so, weil es auch wieder so ein Schwachsinn ist, dann nervt das halt. Irgendwie soll hier auch noch eine Show sein, das tut mir leid für die Leute, die hier eine Show machen müssen. Und wenn sich der Durchschnittsamerikaner, der mit sehr wenig schon sehr zufrieden ist, beschwert, dass man hier nichts fahren kann, weil alles zu ist. Und die Argumentation, also die Liste der Attraktionen, die man jetzt machen könnte, jetzt nicht so lang wird. Ja, das ist langsam dann kritisch. So, hier ein SPF Kinderdroptower, paar Olle, das Rundfahrtschiff, ach auch zu, natürlich. Ja, die Liste von Sachen, die zu ist, ist gar nicht, ist länger als sie vorne dran steht. Aber wenn die Sachen noch gar nicht existieren, aber schon hier stehen, dann ist es ja auch richtig, dass sie nicht zu sind, weil die gibt es ja noch nicht. Nein. Das ist doch nicht die Show, das ist doch eine andere Show. Das ist ja wirklich die 3 Schweinchen, die Häuser, ne? Das meint ihr nicht ernst. Nee, ist ja auch nicht. Ich dachte, nee, was sind, also das sind 3 Häuser, da steht auf dem einen 3 Pigs, aber auf den anderen 7 Dwarfs. Also ist das daneben dann der 7 Dwarfs Mine Train? Ja, okay, das ist jetzt eher witzlos, ne? Ah ja. Aber ist der auch zu oder was machen diese Gummis da drum?
Diese Seile, man weiß es nicht. Heiliger Sch- das ist wirklich gruselig. Ja, es geht der Leiter oben rein. Also der Fisch ist auch nicht weniger gruselig, ne? Niemand mehr. Ach, schön. Wundert das einen, dass der nicht funktioniert? Also auch hier die Eltern mit Kindern sind sehr unterwältigt. Ja, die sind auch so, was ich mit dem jetzt hier machen. Ja. Das ist doch nicht mal ein Spielplatz, Ja. wo du da draufsetzen kannst. Nochmal so kleine Karussells, die nicht uralt amerikanisch sind, auseinanderfallen, sind so quietschbunt italienisch. Ne? Ja, tolle Picnic-Area. Das ist Atmosphäre. Ja, Mann, ey. Hier, das habe ich die Tage mit dem Strom erzählt. Das ist jetzt eine kleine Version für ein Mikrokarussell, was glaube ich auch nicht fährt, so wie das aussieht. Ah, von Siemens. Jetzt wird's lustig, Leute. Was brauchen wir hier? Das könnte wirklich der Shuttle Loop sein, ne? Was? Ist das nicht Looping-Time mit der Treppe da? Das sieht so aus. Ja, ne? Man packt die Sachen ja auf Holz, also Schienen, da kommt immer Holz drunter. Ich kann euch zeigen, warum das wichtig ist. Ganz ehrlich, wird davon nicht besser, die Bahn, ne? Also wirklich, was ist das denn? Haufen Einzelteile da reingeschmissen. Also ich komme auf Shuttle Loop, weil die haben wohl 2020 einen Schwarzkopf Shuttle Loop gekauft und wollten den aufbauen, wenn das Wetter mitspielt. Und das sieht aus wie die Teile davon. Also es würde passen. Dann sieht das auch aus wie passende Stützen, das Weiße. Dann haben die scheinbar einen Ring of Fire gekauft, der hier in Einzelteilen rumliegt. Also dieses Ding, was nur im Looping fährt. Wasserrutschenkram. Das stand auch bei Crossopedia. Also von Larsen sind die immer, ne? Ja. Larsen Looper oder so, wie die heißen die. Ne? Und dann muss ich sagen, Troika, Schussschaukel, Topspin. Das ist echt toll. Ne? Das ist einfach eine... Den Yam-Yam-Shop haben sie auch noch gekauft. Einerseits ist schon witzig, aber auch irgendwie traurig. Aber für uns ist es ganz cool, das jetzt mal alles so zu sehen. Also aufgebaut, fahrend und schön hätte ich die natürlich lieber, die Sachen. Ja, das ist... Aber ich weiß nicht, ob das soll eine Troika sein. Das sieht eher aus wie von einem Airboat, ne? Aber das sind ja die Ausleger, wo die Gondel mal dran hätten kommen sollen. Die liegen auch einfach im Asphalt. Ja. Und die sind ja schon in den Asphalt reingeschmolzen oder was? Was ist das denn für ein billiger Asphalt? Also da, wo Holz drunter ist, ist ja auch im Asphalt versunken. Ja, das ist der Motor. Das ist auch sehr gut für den. Der wird sehr gut noch laufen. Und das ist der Topspin. Was du noch? Das sind die Gegengewichte hier. Was für einen elenden Zustand das Zeug auch ist. Das kannst du nie wieder aufbauen. Mann. Ja, das liegt auch alles schon seit 21, hast du gesagt hier, ne? Ja, seit 4 Jahren gammelt das Zeug hier rum. Also das ist ja auch, die Kabel sind abgeschnitten. Weiß ich nicht, ob du das noch mal bestätigen kannst, ja? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist mit sehr viel... In Storage will ich jetzt auch nicht sagen. Das ist eher Out of Storage. On Parking Lot. Jetzt fällt mir meine Wasserbombe auf den Boden. Was ist das immer für eine Flasche schon wieder? Ja. Boah, ist das ein Lost Place. Ist das gruselig, ey. Und schade. Man wird meinen, dass das die Show-Location ist, aber das ist der Durchgang zu allen Attraktionen. Ich glaube, die Show findet hier statt. Ja, ne? Das ist dann hier auf diesem Platz einfach, das ist dann so ein Live-Dingens. Da kriegt dann einer hier den Kopf ins Wasser. Ja. Dann fällt einer von dem Dach hier auf die Matte. Dann ist ja so Da steht sogar drauf, dass es eine Matte ist. Entertainment Staff Only. Ja, da kann man dann so hochklettern. Ja, damit der hier auf die... Ja, deswegen das war auch eben das Schießen. Ja. Wir haben den Schuss hier gehört und Palaver, dann war das hier. Ich hasse diesen Laden, ich möchte kein Merch. Der Park hat jetzt 2 Stunden 40 Minuten auf, die Bahn fährt immer noch nicht.
damit ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit jetzt auf jeden Fall der letzte Stop für heute gestorben. Es wäre eine Reiseachterbahn in Kanada gewesen, die leider Gottes jetzt nicht gefahren wird. Ich weiß nicht, was das ist, weil es gibt noch nicht mal Fotos dazu. Der Cobra Coaster ist jetzt gerade beim Brot- und Honigfest, was aber um 17 Uhr schließt heute auf dem Sonntag und auch nur bis heute geht. Danke, Niagaras Amusement Park. Also es ist ja wirklich so trostlos hier. Das Wetter tut natürlich sein Übriges, ne? Aber hier ist ja alles kaputt, hier läuft nichts. Den Junkyard auf dem Parkplatz habt ihr ja gesehen und ich weiß nicht, was die da die ganze Zeit fummeln und basteln. Und wir haben gerade ein Blech gebracht, was ein Trittblech eigentlich ist, an der Seite vom Zug und schrauben das vielleicht jetzt wieder dran. Dann sind bei einem Wagen auf der Seite sind die beiden Kästen auf, wo irgendwie die Bügelverriegelung hinter ist. Die eine Maintenance-Kollegin hier, die hat komplett schwarze Hände und Arme schon. Ich glaube, die andere hat 2 Kartuschen gebracht mit hier Öl oder so, was da immer drin ist, was hier für dauerhafte Schmierung ist, die jetzt dann neu reinkommen. Ich weiß es nicht. Das ist das, was man versucht irgendwie zu erkennen mit dem Quatsch, den sie hier machen. Man könnte natürlich auch sagen, ja, warum fahrt ihr da nicht weiter? Dann ist die Bahn halt nicht bla blub, ja. $38 pro Nase liegen trotzdem hier, die du nicht wieder bekommst. Und dann, wenn es ja irgendwie vielleicht abzusehen ist, dass das Ding heute noch irgendwann mal läuft, will ich den dann schon mitnehmen, damit ich hier nie wieder hin muss. Also das ist ja echt grauenvoll. Indiana Beach war schon traurig, haben wir erzählt. Ne? Aber das hier, das ist ja wirklich... Die haben noch einen dritten Park in der Kette. Die haben momentan nur eine Kinderachterbahn und eine große Holzachterbahn, die seit 23 da steht und nicht betrieben wird. Wow. Ich meine, diese Stadtparks in China ja schöner. Die sind einfach hingestellt. Ja. Also, hast du wenigstens einen Park drumherum, der hübsch ist. Ja. Und Achterbahnen, die fahren. Weil da gab es keine Probleme, außer der eine Vegan Bobcat. Aber der war glaube ich, auch schon länger aufgegeben. Aber auch eingelagert. Ja. Auch besser eingelagert als die Sachen hier. Ja, jetzt sind die sogar schon fertig mit Schwimmen. Drei Stunden 40 seit Öffnung des Parks und die Bahn läuft immer noch nicht. Sind wohl jetzt fertig mit dem, was sie da getan haben? Ich gucke mir das gleich nochmal. Ich habe eine Vermutung. Man weiß, wir hatten inzwischen auch jedes Teil von so einem Wagen mal in der Hand. Und jetzt wird offensichtlich Personal zusammengesucht aus dem ganzen Park, um es als Gewicht in den Zug zu setzen für einen Testrun. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Die Sandsäcke liegen in der Station, aber der Zug ist ja nicht mehr in der Station. Also wir dürfen das übrigens nicht testen. Das haben wir schon angeboten. Ihr glaubt das nicht. Das passiert gerade wirklich. Die sammeln Mitarbeiter aus dem ganzen Park zusammen. Die brauchen 15, um genug Gewicht im Zug zu haben. Die müssen über den Catwalk laufen, am Lift einsteigen, teilweise in der Schräge und machen dann die erste Testfahrt. Die suchen gerade echt die Mitarbeiter aus dem ganzen Park zusammen. Jetzt geht eine wieder.
Leute, nach 4 Stunden 20 können wir sagen, wir sind diese Bahn gefahren, Silver Comet. Ja, coole Bahn, ey. Es ist eine Mischung aus Out and Back und Cyclone, würde ich das mal beschreiben. Macht richtig Laune. Sehr viele einzelne Sitze im Zug kaputt. Und bei unserem Zug, also man sieht es ja, die haben noch so ein Seitentrittblech getauscht, darunter fehlt aber das Holz. Und die Kästen sind auch andere. Der sieht komplett verbastelt aus. Und dann haben sie, es sah aus, als ob da ein Bolzen verloren gegangen ist, der an der Seite dafür da ist, dass die Bügel auf und zu gehen. So sah es auf jeden Fall aus, dass das neu da war und jemand kam später, der hier einen Trackwalk gemacht hat mit dem Ding in der Hand, dass das Ding irgendwo abgebrochen ist. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind jetzt gefahren, es hat ewig lang gedauert, das hat uns jetzt auf jeden Fall einen Sidecount in Kanada gekostet, der ist jetzt nicht mehr erreichbar und wir verschwinden aus einem der schrecklichsten Freizeitparks, die wir je besucht haben. Also, nee, haben wir ja gezeigt. Ich glaube, der Parkplatz spricht für sich selbst. Und jetzt hat das so lange gedauert und trotzdem sind so viele Plätze kaputt. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Wir schmeißen uns jetzt in den F150 von Ford, nachdem wir heute wieder bei Ford vorbeigefahren sind, und fahren jetzt nach Kanada und dort zum House of Frankenstein. Und den Frankencoaster wollen wir jetzt fahren. Das ist eine Achterbahn mit dem Thema zu Frankenstein auf dem Dach von einem Burger King. Canada's only Rooftop Roller Coaster. Frag mich nicht, was Frankenstein mit Kanada zu tun hat, denn das hat eine Britin geschrieben, damals, 1800 schlag mich tot. Und das spielt in Ingolstadt. Also Frankenstein oder Frankensteins Monster, die sind Deutsche. Also Viktor Frankenstein und Frankensteins Monster sind Deutsche. So, das ist Toy Story. So, jetzt geht glaube ich auch die nächste Show. Ne, eine halbe Stunde noch. Könnte ich mir vorstellen, aber so, Beef Jerky feiern ja alle. Ich habe das mal probiert, fand das gar nicht so geil. Habe mir jetzt aber noch mal welches geholt, um das noch mal zu probieren. Oh. Da wirkt schon jemand. Oh, ich hasse das. Das ist nicht schlecht, aber ich finde das immer ein bisschen zu süßlich. Weißt du? Aber das Gepfefferte ist schon mal geiler. Ist nicht schlecht, aber holt mich nicht ab. So wie Achterbahnschienen, die hier liegen. Unglaublich sowas. Ich weiß es nicht. Wir fahren auch gerade bloß nirgendwo. Jetzt nicht mehr. Das sieht aus wie eine Superheldenzentrale. Das ist eine Superheldenzentrale. Kannst du mal erzählen, was du willst? Wer wohnt denn da? Hey, der nächste Marvel-Film wird hier gedreht. Casino ist das? Das ist ein Casino. Ah, getarnt. Da sind wir reingekommen. USA, Kanada. Und da hinten geht's nach Kanada. Da weht die Flagge. Schön. Und da irgendwo sind die Niagara Falls. Was haben wir jetzt hier bezahlt? Wofür? $6, also 6 US-Dollar Brückenmaut. Die ist sehr klein, die Brücke, aber das ist halt, die können es ja. Oder man kann auch 8,50 kanadische Dollar bezahlen, wenn man möchte. Wir haben jetzt nicht gerechnet, ob das unterschiedlich ist. Ich denke nicht. Das wäre sehr absurd. Ja, und da cute sich das ja aber. Also deswegen sind wir beim letzten Mal auch hier abends schon hin, damit wir nicht morgens auf dem Weg zum Park diese Unbekannte haben. Was brauchst du an Zeit an der Grenze? Jetzt ist halt eine riesen schwarze Rauchwolke aus dem Gebäude raus. Cool. Wow. Wo das Riesenrad vorsteht.
Ja, dann schauen wir mal, ob die uns auch wieder zurücknehmen, die Kanadier. Oder ob wir auf der Brücke leben müssen. Aber dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Da könnt ihr... wir wollten nur die Dingens hier gucken. Diesen komischen kleinen Wasserfall. Aber da seid ihr ja hier. Übrigens, das Wasser hier, das ist ja sehr grün, ne? Das ist nicht eingefärbt, ausnahmsweise mal. Das liegt nämlich daran, dass der Niagara River sehr viel Salze aus den Gesteinen mit rausspült und andere Mineralien aus dem Gestein mit rausspült und mitbringt hierhin. Und das ist das Wasser, was vom Lake Erie, den wir ja in der ganzen Tour gesehen haben, was da zu viel ist, das geht über den Niagara River hier zu Niagara Falls und dann geht das irgendwann ins Meer. Wenn ich das richtig gelesen, verstanden und wiedergegeben habe. Oder es ist alles kompletter Murks und falsch, das weiß man wieder nicht. Willkommen bei Red Review. Wir haben jetzt einen Parkplatz hier gefunden, nachdem wir die Grenze passiert haben. Das ging ratzfatz, also direkt so, ach so, alles klar, ich tippe mal hier ein bisschen, okay, tschüss. Das ist hier so ein Entertainment District, das ist ja ganz, ganz schlimm und Parken kostet überall auch einen Haufen Geld. Heute gibt es aber All-Day Flat Rate für $10. Ich glaube, die gibt es jeden Tag. Nein. Aber das ist auch, guck mal, wie süß die das machen und sie stempeln das mit Datum. Also die haben vielleicht den Rest des Tages nicht so viel zu tun. Und dann haben wir gefragt, also der nimmt 10 kanadische Dollar, wir haben aber kein Bargeld. Er nimmt aber kanadische Dollar, er nimmt US-Dollar, er nimmt Pizza. Und wir haben auf dem Schild gesehen, die würden sogar PayPal, glaube ich, akzeptieren, aber wir haben das US-Dollar denen gegeben, das passt das auch. Das haben wir übrigens bar. Das haben wir bar. Wir haben keinen kanadischen Dollar in Bargeld. So. Weil du hast gesagt, wir haben kein Bargeld, aber wir haben keinen kanadischen Dollar in Bargeld und wir haben aber US-Dollar in Bargeld, weil Karte nimmt er hier gar nicht. Und wie du gesagt hast, eventuell könnte vielleicht PayPal funktionieren. Und Euros hat ihm nichts gesagt, glaube ich. Also ne, BMWs finden die gut hier. Den finde ich sogar richtig gut. Schön mit der Carbonara, Pommes-Theke hinten drauf und allem drum und dran. Richtig nice, schönes Auto. Hier gibt es ein Hologramm-Zoo. Wir wissen jetzt nicht, ob da wirklich dann irgendwie Hologramme oder Peppers Coaster oder so ein Hundi Hallo. Drin sind. Wäre auf jeden Fall mal eine witzige Idee. Hier ist er. Das ist übrigens, wenn ihr denkt, dass ein BMW Z3 ein deutsches Auto ist, das ist falsch. Das ist ein chinesisches Auto, weil das mal für China gebaut wurde. Das ist nämlich ein Rechtslenker, mit dem der Vater rumfährt von dem Dude, der hier den Parkplatz betreibt. Ja, man lernt zu schnell zu viel über diese Menschen. Wir sind zu nah noch an der Grenze. Ja, aber warum gehen wir jetzt hier rüber? Da müssen wir auf die Seite. Ja. Beten. Einmal beten. Aber wir müssen dann wieder zurück, weil hier ist kein Walkway mehr. Ach nö, was ist das denn? Deswegen frage ich doch. Da ist doch jetzt gleich ein Walkway. Und der weiße Snoop Dogg-Schild im Busch mit Sonnenbrille und Goldkettchen mit einem Drink in der Hand. Also das ist auch eher eine Substanz, die man Lightning. Ist schon nice, schon nice. Okay, wir orientieren uns mal und finden den Weg. Hier ist auch noch ein riesiger Wasserpark, Casino, Hotels. Und wir können bis morgen früh 9 Uhr hier bleiben, ne, auf dem Parkplatz für die $10. Weiß ich jetzt nicht, wer das will. Weil da, wo wir jetzt hingehen, die haben von morgens 9 bis nachts um 2 auf. Auch absurd. Ich weiß nicht, was da drin ist. Daneben ist auf jeden Fall der, Zitat, Weinkeller. Wenn die hier $20 nehmen, der Parkplatz gut gefüllt ist, was kostet denn der leere Parkplatz? Das ist ja gruselig. Oder ist das der vom Wasserpark? Oder der Wasserpark ist... Hä, oben ist Wasserpark und unten drunter ist Parkhaus?
Wasserparkhaus. Du bist echt eine Hilfe. Gibt es irgendwelche Schauergeschichten zu den Niagara-Fällen? Deswegen gibt es hier überall Maces. Up the 13 haunted steps, where you will be on your own to face the... Du musst aber auch an den Rand gehen, damit die dich erwischen. Ja, will ich aber nicht. Da war ich. Das ist doch immer. Das ist ja lebensgefährlich. Ja, das ist ja lebensgefährlich. Da. Oh Gott, das kann man nicht machen. Ah, hier muss man durch. Das ist Hängt da was rum? hier hängen Gummikörper vor der Decke. Ah ja. Wow. Wenn man nichts sieht, bringt das nichts. Da scheint ja auch irgendwas passiert zu sein, was man nicht gesehen hat. Also irgendwas rausgekommen sein. Ja, eine Shooting Gallery. Geil. Aber die ist ja nochmal extra bezahlen. Ja, aber geil. Ja. Pragmatische Idee. Wir müssen noch drücken. Nee. Oder ist das jetzt nur aus? Jetzt leuchtet das nur. Ach du Schande. Es ist absurd. Wir sind jetzt die Achterbahn auch gefahren, weil nach dem Maze kommt man direkt hier raus und ja, wir sind jetzt über, geil, das IHOP dreht sich out, das Riesenrad dreht sich, ja, über Niagara Falls, über den Dächern sind wir gerade, wir sind auch gerade da lang gefahren. Ach, hier ist auch uns Frank, der gerade einen Burger isst. Die Maze ist die absolute Abzocke. Es ist wirklich frech, das ist ja überwiegend dunkel und dann ist der Rest ist Wrack. Das auch Abzocke. 2 Runden auf dieser Achterbahn kosten pro Person 15 kanadische Dollar. Und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auch so ungefähr. Ne? Wie viel haben wir jetzt bezahlt, hast du gesagt? 56 kanadische Dollar für 2 Leute für einmal Maze mit Achterbahn. Der Preis passt zur Umgebung. Ne? Die können sich das erlauben. Es ist total wack. Müsste ich machen. Und das war ein Höllenritt. Wer hat das gebaut? Man sitzt zu Recht schon im Sarg, weil man hat jetzt nicht mehr viel vom Leben, wenn man das Ding hier fährt. Die ist irgendwie auch mal umgesetzt worden. Das ist ein Indoor-Coaster, der mal woanders stand und jetzt hier auf dem Dach vom Burger King steht. Aber wer das gebaut hat, ich habe keinen blassen Schimmer. Gucken wir gleich mal, ne? Da ist er hinter uns, der Frank Coaster, House of Frankenstein. Gerade geguckt, Wisdom Rats haben das verbrochen. Und man muss auf jeden Fall einmal hier rausgehen, über die Straße gehen, sich das von der Ecke angucken, weil das sieht von hier, da ist auch das Bild, was man irgendwie kennt, ne? Dieser Burger King und die Achterbahn auf dem Dach. Hier ist auch noch ein Ripley's Selfie-Boot ist hier, Wizards Golf gibt es hier, also Indoor-Mini-Golf. Es gibt gerade auch Regen von oben. Castle von Dracula ist hier. Hier ist so viel, was man machen kann, wenn man zu viel Geld ausgeben will und zu viel Zeit hat, glaube ich.
wir wollen noch eine Fahrt abwarten und dann wissen wir euch, was wir machen. Und diese schwarze Rauchwolke, die irritiert mich immer noch, die immer wieder hier kommt. Lawn ornament. We don't have lawns in Egypt. Oh yes, the mummy. Temple of Doom will be finding many big stars. So Leute, die Niagara-Fälle haben wir dann auch mal gemacht. Die Niagara-Fälle bestehen ja aus dem Horseshoe und aus den American Falls. Ich kann euch jetzt erzählen, was ich heute noch bei Wikipedia gelesen habe, mehr auch nicht und das auch wieder nur halb gar weitergeben, flüsterpostmäßig. Jetzt sind wir wenigstens noch mal ausgestiegen. Ich fand es von der Grenze aus schon eigentlich ausreichend. Aber es ist cool, das jetzt auch mal gesehen zu haben. Können wir einen Haken hintermachen. Ich weiß nur nicht, was wir da machen, wenn wir irgendwann Rentner sind, weil das haben wir uns eigentlich dafür aufgehoben, wenn wir irgendwann keine Achterbahn mehr fahren können. Gehen wir näher dran. Kann man da noch näher dran oder mit dem Schiff? Machen wir mit dem Schiff und näher dran. Ah, schon krass, sieht schon komisch aus. Die lassen übrigens im Sommer und vor allem, wenn hier mehr Touristen sind, das T-Shirt ist zu groß für das Wetter, das zieht mich der Wind zieht mich aus. Im Sommer und tagsüber, wenn überwiegend Touristen hier sind, lassen die ja mehr Wasser runterkommen als sonst. Abends und im Winter drehen die den Hahn ab. Also nicht so ganz, weil das Wasser kommt ja trotzdem, aber das Wasser, was dann kommt, das geht dann zum, wie heißt das hier, Kraftwerk, Elektro hier, Strom, Wasserkraftwerk. Er hat übrigens einen Sonnenschirm geklaut oder gekauft, weiß nicht, versucht den als Regenschirm zu benutzen. Das Ding ist aber inzwischen kaputt. Jetzt trägt er immer noch den Stock wie stolz wie Polle. Ja, ich weiß, es regnet. Ja, guck mal, die schwarze Wolke über uns. Dazu dann noch die Wasserfälle, der Wind. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das haben wir nicht eingeplant. Jetzt weiß ich auch, warum der Grenzbeamte uns viel Glück gewünscht hat für das Wetter morgen in Canada's Wonderland. Soll wahrscheinlich mal wieder nicht gut werden, ne? Ja, wenn die Maus wieder nicht fährt, weil es regnet, tja. Wäre doof. Ja, jetzt werden wir gesoakt hier. Schön. Dann werden wir halt jetzt nass. Danke für nix. Alter, was geht jetzt ab? Das Gute ist, jetzt ist auch vorbei. Gut, dass wir heute Abend die Koffer packen müssen. Da machen sich nasse Sachen immer gut. Ja Leute, also da hätten wir auch ins Wasser springen können und die Falls so besuchen können. Das ist echt bis auf die Knochen nass. Das ist so ehrenlos. Wenn es hier mal regnet, dann aber auch richtig. Wobei es in Canada's Wonderland, das ging ja voll klar, oder auch St. Louis. Aber jetzt sind wir komplett gesorgt. Ich möchte nicht, dass das jetzt auch zu tun dazu gehört. In Australien hatten wir das ja auch schon. Wir wollen ja nicht nur vielleicht mal zum Hotel kommen, weil wir klitschnass sind und überhaupt ist jetzt das Fahrradbild jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerteste, vor allem beim Regen nicht. Natürlich stehen wir die ganze Zeit schon im Stau, also schon sehr lange und noch viel länger. Heute läuft. Eigentlich ist das für die Mitte der Tour so ein Tag, ne? Die haben alle den gleichen Rotton und es sind 3 verschiedene Hersteller, glaube ich. Das ist lustig. Das ist doch perfekt, oder? Einfach ohne. Ein Cabrio, oder? Also bei dem ganzen Müll da drin kannst du ja nur hoffen, dass das Zeug rausfällt. Dann ist es weg. Ladungssicherung durch vorm Schluss. Ja, geil. Also, das sieht man jetzt nicht mehr. Der rote Honda hier rechts ist auf der Spur links daneben nochmal. Ach so. Ist lustig.
Aber vorangehen tut es trotzdem nicht seit einer Stunde. Egal, wie viele rote Hondas hier sind. Ja. Bringt nichts, wenn der Bundesstaat New York Plastik abschafft. Also Sachen steigern des kleinen Mannes. Mal gucken, ob die morgen früh noch da ist. Da kommt nichts dran. Ich denke auch. Das kommt hier nicht mit. So, das ist ja unsere letzte Nacht. Wir nehmen jetzt alles mit hoch. Hier ist unser Hotel. Man hört schon Sirenen. Wir sind im guten Ort. Flugzeuge fliegen hier close drüber. Da ist Walmart. Das ist Kriech. Von der Linie. Ja, das kann ruhig weg. Steht auch alles auf dem. Alle anderen Typen weg, ne? Weil wir packen ja kein Eis mehr rein. Nee. Vorne ist auch noch Müll in meiner Tür. Jo, wir sind im Zimmer und Etage 2 von 6. Monte Carlo Inn oder was ist das hier? Die machen auf schicker, als sie sind, ne? Ja, voll. Also das ist ja eine... Was ist das für eine Kabine, ey? Das ist ja ein Space Shuttle. Ja, und dann sind sie nach oben, ne? Ja, das meine ich ja. Mit oben weiter ist eigentlich nicht normal. Aber macht ja eigentlich Sinn, weil da sonst immer die Decke abplatzt irgendwie. Ja. Und hier ist das Zimmer. Ja, ist ja alles fein und ich finde, das ist sehr, also ist nicht mein Stil. Das ist nicht mein Stil, aber das ist dann wieder diese. Ach Mann. Soll ich die denn so drücken dann? Wenn ja, dann ist das sehr schlecht gemacht. Ja, genau das. Wir müssten ja alle Koffer aufmachen, sortieren, machen, tun, damit wir ja ready to fly morgen sind. Haben natürlich jetzt den wenigsten Platz drumherum. Haben die meisten Sessel dabei und Stühle und Speichertisch je zuvor. Ist ja klar. Wäre letzte Nacht besser gewesen, aber alles gut, kriegt man auch hin. Aussicht ist jetzt auch unterwältigend. Parkplatz? Ja. Ja. Die haben noch so ein Schickimicki-Restaurant hier unten drin. Kriegen wir 10% Rabatt, weil wir hier übernachten. Frühstück ist auch mit dabei, das seht ihr dann im nächsten Video, weil das dann das letzte Video sein wird, dieser Serie, hier auf dieser Tour. Genau, und wir müssten jetzt erstmal nasse Sachen raus, trockene Sachen rein. Wir haben noch schnell bei DQ uns was zu essen geholt und sind jetzt auf dem Zimmer, Karten leer machen, ihr kennt das ganze Spiel. By the way, gerade eben noch gelesen, der Park, den wir heute besucht haben, hat ja eine Geisterbahn, die aussieht, als ob seit 30 Jahren nichts mehr passiert ist. Die hat wohl erst relativ neu eröffnet. Die war vor wenigen Jahren noch im Rohbau. Und ja, alles andere lag da auch schon auf dem Parkplatz rum und überhaupt. Den Heidepark Huliguli haben wir nicht gefunden und ihr habt es ja heute gesehen. So, wir sind durch für den Tag und sehen uns morgen wieder. Jeden Tag 18 Uhr neues Video. Ihr habt den Kanal auf jeden Fall abonniert und morgen geht es nochmal in einen Freizeitpark und der letzte Tag der Tour steht morgen an und damit auch die letzte Nacht jetzt. Gute Nacht.